Moin, Servus und herzlich willkommen hier in der Bastelgarage zu einer neuen Ausgabe. Ich bin der Jürgen und dieses Mal geht es um ein kleines Teil, was ich bauen möchte. Und für mich auch etwas ungewöhnlich, die Zeit des Videos. Also meine Videos sind normalerweise immer 15 bis 20 Minuten lang, teilweise auch darüber. Aber dieses Mal geht es hier um ein relativ kurzes Video. Und zwar dieses Streichmaß, kann man das sehen? Ja, das habe ich selbst gebaut und das wollte ich euch zeigen, wie man das mit ganz einfachen Mitteln schnell und effektiv bauen kann. Seid gespannt! Ja, zum heutigen Streichmaß brauchen wir hier, das ist ein 10 mm, ich drehe das mal rum, voll Alustab. Ich wollte eigentlich Metall nehmen, aber dann habe ich gedacht, Edelstahl, da hat diese 1 Meter Stange, glaube ich, die wollten die, Moment, ich glaube 25 Euro für haben, 24 oder 25 Euro, das fand ich extrem teuer aus Edelstahl. Und dann brauchen wir hier ein Stück Rundholz, und zwar ist das 22 mm dick und da brauchen wir 10 cm Länge für. Dann hier eine Unterlegscheibe, eine Imbusschraube, ich schreibe mal die Maße da dran, und dann einen Drehgriff. Ich habe jetzt einen mit einem 5 mm Gewinde gewählt und daraus bauen wir dann das Ganze zusammen. Zunächst einmal schneiden wir uns von dem Stab 10 cm ab. Jetzt möchte ich diesen 10 cm langen Stab durchbohren, von oben nach unten. Und dazu muss ich ja jetzt hier die Mitte finden. Ich habe hier, das kann man auch in einem anderen Video, ich verlinke euch das mal oben, da habe ich mir diesen Anschlag hier gemacht. Da ist ein Mittelfinder mit drin. Ich habe noch was anderes, das ist hier so ein Plastikteil, funktioniert genauso. Und zwar wird das einfach hier unten zwischengesetzt, hier in diesen 90 Grad Winkel von unten. Und man zeichnet dann einfach hier Striche, dreht das Ganze dann 2-, 3 Mal. So, und wo sich die Striche in der Mitte treffen, das ist die Mitte vom Holz. Und da bohren wir jetzt ein 10 mm Loch rein, weil mein Stab ja hier auch 10 mm dick ist. Ich habe jetzt hier in der Standbohrmaschine das Holz eingespannt. Das ist übrigens ein kleiner Maschinenschraubstock. Den habe ich auch selber gebaut, verlinke ich euch auch selber. Und den bohren wir jetzt mal komplett durch. Ja, und das schieben wir dann einfach mal auf dieses 10 mm Rohr drauf. Und dann kann das schön hin und her rutschen. So, jetzt müsste ich natürlich, wenn dieses Holz hier drauf ist, muss ich das Holz ja hier irgendwie festmachen. Also werde ich jetzt hier mal, das ist ja eine 5 mm Anschlag, werde ich da ein 4 mm Loch reinbohren und anschließend ein 5 mm Gewinde reinschneiden in das Holz. Ich habe jetzt 2 cm von oben hier eine Markierung gemacht und da bohren wir jetzt einfach mal das Loch rein. Jetzt wechseln wir einfach mal den Bohrer gegen einen Gewindebohrer aus. So, und bohren da mal rein. Schauen wir mal. Ja, das packt, das passt. Super. Ja, und damit kann man das jetzt schön hier festdrehen und damit ist das fest und bewegt sich nicht mehr. Als nächstes müssen wir hier von dem Stab 25 cm abschneiden. Das ist das habe ich mir einfach überlegt, das hat keinen besonderen Grund. So, und das schneiden wir mal gerade ab. Hier am Schraubstock habe ich das Ganze eingespannt und schneide das jetzt hier einfach mal ab. Jetzt nehmen wir hier den Metallstab und schlagen erstmal mit einem Körner eine kleine Vertiefung rein.
damit der Bohrer am besten packen kann. Hier habe ich mir jetzt einen 4 mm oder 3,8 mm Metallbohrer reingespannt und das bohren wir vorne durch. Dazu spannen wir das Ganze wieder in den Schraubstock ein. Der selbstgebaute hat hier so eine Führungsschiene. Das heißt, wenn ich den zudrücke, läuft er in dieser Fuge drin, kann dadurch nicht verrutschen. So, jetzt wechseln wir den Bohrer gegen den Gewindeschneider aus und bohren dann hier das Gewinde rein. Die Schraube kommt jetzt hier vorne rein. Das passt auch schön mit dem Gewinde. Aber um das Ganze natürlich anzureißen, brauchen wir hier eine Spitze dran. Und das machen wir auch wieder an der Standbohrmaschine. Den Bohrständer drehen wir erstmal ein Stück hoch und klemmen den fest, dass er nicht mehr runtergehen kann. Und die Imbusschraube drehen wir oben in das Gewinde, machen wir das drin fest. So, jetzt wieder Safety First. So. Bevor wir jetzt die Schraube da reindrehen, hier habe ich eine 30 mm große Unterlegscheibe, die kommt vorher hier drauf. Und zwar, wenn ich nachher hier am Rand anzeichne, dann habe ich hier einen schönen festen Anschlag. Dann habe ich nicht das Holz, sondern Metall. Das kann man dann schön hier hin und her schieben. So, wenn ich jetzt, wir können jetzt irgendein Maß nehmen. Sagen wir mal, ich möchte 2 cm haben. Dann schiebe ich mir das hier parat. So, dann sind das genau 2 cm. Drehe das Ganze fest, ansetzen und hier kann ich das dann jetzt entlang ziehen. Und ich habe hier einen schönen, sauberen Strich. Oder halt auch andere Maße, einfach zusammenschieben, wie gesagt, hier jetzt genau anzeichnen. 1,5 cm und wieder hier und auch hier. Das ging mal wieder ratzfatz, das ging richtig schnell. Das ist jetzt, ich gucke gerade auf die Uhr, ich glaube, ich habe etwas weniger als eine Stunde gebraucht. Jetzt muss man natürlich bei mir immer die Zeit abziehen, die ich brauche, um die Videokamera hin und her zu stellen, neu einzustellen und so weiter. Also, die Schraube hat ja jetzt hier die Spitze. Ich habe hier eine etwas längere Schraube, das ist eine 20 mm lange Schraube. Gelassen, und zwar kann man die später rausdrehen, und falls die Spitze irgendwie nicht mehr ganz scharf sein sollte oder nicht mehr irgendwie verbogen sein sollte, kann man das nachschleifen und weiter durchdrehen. So, dann habe ich ja noch hier unten diesen Anschlag, der liegt zwar eigentlich lose da drin, kann aber nicht weg, weil er ja hier oben an der Schraube und hier unten am Griff landet. Und in dem Sinne würde ich einfach mal sagen, wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder hier in der Bastelgarage. Gruß, euer Jürgen.